Im letzten Video haben wir die erste echte Fachlogik gebaut. Wir sind also weg vom Fundament hin zur ersten Logikumsetzung. Und heute wollen wir dafür das UI kreieren. Hierzu nutzen wir von Unity das UI Toolkit und ich zeige euch dann, warum das Fundament, das wir haben, es uns so einfach ermöglicht, neue Features zu implementieren. Am Ende dieses Videos werden wir 3 neue wichtige Dateien haben. Das eine ist das UXML. Das definiert die Struktur des UIs. Dann haben wir unser USS, das definiert den Style des UIs. Und wir haben unseren UI-Controller, der definiert, was passiert, wenn wir irgendwas auf dem UI klicken. Der Manager aus dem letzten Video bleibt weiterhin die Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, aber das UI visualisiert uns, was wir mit dem Manager interagieren. Ja, das letzte Mal haben wir den Economy Manager gebaut. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, springt zurück in der Reihe und schaut euch das letzte Video nochmal an. Heute kümmern wir uns um den Economy HUD UI Controller. Diese erbt von unserer Base UI Controller Klasse und gibt da den Economy HUD UI Controller mit. Wenn ihr auch das nicht gesehen habt, das erfahrt ihr in dem zweiten Video. Ich verlinke euch das einfach in der Videobeschreibung. Zunächst einmal werden wir hier in Awake unsere Events registrieren. Das heißt, wir wollen ein Change Gold Event und wir wollen ein Change Reputation Event. Wir wollen ja auf unserem UI irgendwo sehen, dass etwas passiert, wenn sich das Gold oder die Reputation verändert. Im zweiten Schritt haben wir ein Protected Override on Awake. Das wird aufgerufen direkt, nachdem wir diesen Controller instanziert haben. Also in dem Moment, wo der Controller instanziert wird, wird am Ende nach der erfolgreichen Instanzierung direkt dieses On Awake aufgerufen. Was wir hier tun, ist die verschiedenen visuellen Elemente, also die wir in der UXML-Datei festlegen, genau hier zuzuweisen zu Variablen. Wir sagen also, dass wir zum Beispiel ein Gold-Value-Label haben. Dann greifen wir auf das Root Visual Element zu mit .q und dann Label holen wir uns anhand des Namens des Elements, also wir wissen, dass es ein Label ist und wir haben einen Namen definiert, holen wir uns dieses Element hier rein. Wozu machen wir das? Ganz klar, um einfach auf die Variablen, die Werte dieses Elements zuzugreifen. Wir wollen ja später genau von diesen verschiedenen Elementen die Zahlenwerte, also den Text darin verändern. Direkt darunter haben wir im Endeffekt die Buttons, also wenn die Buttons nicht null sind, dann fügen wir zu den jeweiligen Click-Events unsere Methoden hinzu. Warum fragen wir hier if null, if nicht gleich null und hier oben nicht? Weil das beim Root-Element relativ gleichgültig ist. Das wäre im Worst Case null. Aber wir wollen ja hier auf eine Untermethode zugreifen und dementsprechend würde es dann hier zum Fehler führen. Das Ganze auch für den Promotion-Button und den Reset-Button. Jetzt erkennt ihr vielleicht auch, dass das genau die Buttons sind, die wir vorher im Inspektor eingefügt haben. Danach haben wir einen Set-Status bereit und dann haben wir Refresh-Values und Show-True. Das Show-True hier in dem Fall macht direkt im Awake, dass unser UI angezeigt wird. Also dieses Show ist eine Funktionalität direkt von unserem Base-Controller oder Base-UI-Controller und macht, dass es gleich angezeigt wird. Das machen wir hier jetzt einfach vereinfacht, dass wir sofort unser UI sehen. Dann brauchen wir nicht explizit irgendwo nochmal das UI aufrufen. Was wir in unseren Methoden haben, ist onGoldChange zum Beispiel. Geben wir auch eine Gold wieder rein. Wir setzen unser lokalen Gold-Value auf den Gold-Value, den wir reingegeben haben und sagen dann Refresh Values. Das gleiche mit Reputation. Und hier unten sehen wir, dass das einfach nur den jeweiligen Text zu dem jeweiligen Goldwert, wir machen hier einen toString, setzt. Das heißt, immer wenn eine Veränderung reinkommt durch ein Event, refreshen wir einmal die Values und setzen den jeweiligen Wert. Natürlich könnte man auch den Gold-Value-Label direkt in der Methode setzen. Das ist aber bedingt sauber, weil wir grundsätzlich sowieso eine Refresh-Values-Methode brauchen, wenn wir zum Beispiel das UI neu laden. Und dementsprechend haben wir hier alles auf einem Punkt. Hier haben wir jetzt noch eine veraltete Methode, so wie wir es früher gemacht haben mit dem Economy Manager.Instance gleich null und dann Set-Status, wenn der halt null ist, dann sagen wir, okay, der Manager würde gerade fehlen und ansonsten sagen wir Economy Manager.Instance.CompleteOrder. Das verändern wir gleich. Also wir sagen zuerst, ob der Event Manager überhaupt vorhanden, der Economy Manager überhaupt vorhanden ist, also ob es eine Instanz gibt. Wenn es keine gibt, dann schmeißen wir einen Fehler. Ansonsten sagen wir, rufen wir in dem Economy Manager diese Methode CompleteOrder auf. Da haben wir aber jetzt das Problem, und das ist extra deswegen hier drin, damit ihr das einmal seht. Der Economy Manager.Instance bedeutet ja, wir müssen den Economy Manager kennen. Was wir jetzt aber wollen, ist genau das Gegenteilige. Wir wollen gar nicht wissen, wo der Economy Manager ist oder wer der Economy Manager ist. Der ist uns tatsächlich egal. Wir sagen also app.events.notify und jetzt sagen wir eben, dass wir ein Event Key wollen. Event Key. Und da es den Key noch nicht gibt, sagen wir einfach complete
Order, drücken einmal Alt und Enter, das kommt auf eure Tastenkombination an und sagen direkt Create Enum Member Complete Order. Und das machen wir jetzt mal ein User-Event hier. Hier wird das besser passen. Ist gleich 302. So. Und speichern das jetzt einmal hier ein. So, jetzt haben wir hier in unserem Event Keys einmal den neuen Event Key eingespeichert. Dadurch können wir jetzt hier den Event Key benutzen und sagen einmal, dass wir es notifieren, also dass wir eine Information geben wollen. Wir brauchen auch nichts weiter angeben, weil wir wollen ihm ja gar nicht sagen, so hey, es ist irgendwie was Größeres passiert, sondern wir wollen nur sagen, dass eine Order completed wurde. Jetzt gehen wir nochmal in den Economy Manager rein und sehen jetzt, was hier passiert. Also wir sehen jetzt hier Set Goal, Set Reputation etc., dass das angepasst wird. Wir nehmen jetzt also dieses Complete Order und gehen nochmal hier zum Start. Und jetzt müssen wir auch auf ein Event lauschen. Wir sagen also auch bei Register Event, wir kopieren uns einfach die Zeile und sagen jetzt hier Complete Order, ups, einmal so, und führen dann auch Complete Order aus. Das bedeutet, wenn jetzt das Event Key Complete Order passiert, dann passiert an der Stelle auch die Methode Complete Order. Und schon kann uns nämlich der ganze Kram hier stohlen bleiben und theoretisch müsste man den Status jetzt nochmal abfragen, aber in unserem Fall sagen wir einfach Set-Status Bestellung abgeschlossen, weil wir das Event ja rausgesendet haben. Das würde jetzt dazu führen, dass wir unserem Eventsystem vertrauen müssen. Grundsätzlich könnte man jetzt noch ein Event anhängen, das dann zum Beispiel ausgelöst werden muss, wenn es erfolgreich war. Also wir könnten in dieser Complete Order Methode von unserem Economy Manager einfach ein Return sozusagen reingeben, der dann uns sagt, okay, das hat erfolgreich funktioniert, also ein Boolean zum Beispiel, beziehungsweise wir können auch direkt ein Event auslösen lassen, also dass man hier ein Callback-Event reingibt und dieses Callback-Event rufen wir dann aus, wenn es erfolgreich war oder nicht, mit dem jeweiligen Code zum Beispiel. In unserem Fall lassen wir aber jetzt hier mal die einfache Version und gehen direkt zum nächsten Punkt. Hier haben wir genau das Gleiche, also wir sagen auch wieder, wir wollen einen neuen Key. Das können wir uns einfach hier einmal kopieren und sagen hier Run Promotion, und wieder Alt und Enter und gehen jetzt in den Economy Manager und haben wir auch Run Promotion. Das Ganze kopieren wir wieder, nennen das Run Promotion und führen damit auch Run Promotion aus. Das ist jetzt gerade ein Boolean. Wie gesagt, wir machen jetzt hier die einfache Version. Hier können wir einfach ein Return machen. Ja, müssten wir vielleicht noch Void hinschreiben. Okay, und jetzt haben wir auch das angepasst. Das gleiche geht jetzt auch für den On-Reset-Click und dann haben wir auch das hier umgebaut. Hier unten haben wir jetzt unsere Refresh-Values, das haben wir ja schon gesehen, oder jeweils den Set-Status, der dann den jeweiligen Wert setzt. Okay, wissen wir, wie der Controller ausschaut. Die UXML-Datei und die USS-Datei zeige ich euch einmal ganz kurz. Wir haben hier unter UI Documents einmal unser HUD, also unsere UXML-Datei. Keine Angst, das werde ich euch jetzt nicht alles erklären. Die brauchen wir hier an der Stelle nicht. Die machen wir nämlich direkt im Unity UI Toolkit. Wir haben dann unsere Styles. Das kann man schon einfach erkennen. Vielleicht habt ihr auch schon erkannt, das UXML schaut aus wie XML und das USS schaut aus wie CSS und im Endeffekt ist es das auch. Also wir haben hier verschiedene Werte, mit denen wir arbeiten können, beziehungsweise wir haben hier verschiedene Elemente aus dem Toolkit, die wir einsetzen können und es ist fast das Gleiche, in Anführungsstrichen. Man muss darauf achten, es gibt viele Sachen, die funktionieren hier oder funktionieren da nicht. Also das USSS ist nicht direkt CSS, aber es kommt dem Ganzen schon sehr nahe, vor allem vom Aufbau her ist es genau das. So, das schließen wir an der Stelle wieder. Bevor wir jetzt weitermachen, an der Stelle einen kurzen Hinweis. Und zwar werden wir jetzt mit dem Unity UI Toolkit Bilder bauen. Ich weiß, dass es auch ein anderes Unity UI gibt, also das ist die ältere Version davon, die auf Game-Objekten basiert. Es gibt Leute, die mögen das lieber, weil das vielleicht erstmal übersichtlicher und einfacher wirkt und vor allem, weil man es früher schon damit gearbeitet hat, also was man früher schon damit gemacht hat. Aber grundsätzlich würde ich heutzutage immer empfehlen, das mit dem UI-Toolkit zu machen von Unity, weil es deutlich performanter ist. Es ist, wenn man einmal eine Struktur hat, sehr viel einfacher aufzubauen und in diesem Fall auch mit AI, da es halt diese Dateistruktur sehr viel bekannter ist durch das USS und UXML, kann halt die AI viel besser damit arbeiten. Und auch wir, wenn wir Templates erstellen etc., das ist aus meiner Perspektive, nach meiner langjährigen Erfahrung jetzt mit Unity, deutlich einfacher mit dem neuen UI-Toolkit. Und vor allem kann man das Design viel besser an verschiedene Bereiche anpassen, also wenn man Mobile switcht etc. Später haben wir auch noch Data Binding und so weiter. Das heißt, wir können Daten live binden. Das bräuchten wir jetzt in unserem Fall nicht, weil wir den Event Manager haben und wir können beidseitig theoretisch Data Binding machen. Aber das bietet uns halt das Unity UI von Haus aus schon. Wir gehen jetzt also einmal in unsere Szene rein. Was wir in der Szene brauchen, ist ein Economy HUD
und dann habe ich das wieder -UI-Document genannt. Ich kenne mein Naming inzwischen, glaube ich. Ich packe das immer hinten dran. Und das heißt, wir können erstmal ein Empty Game Objekt erstellen und da rein ziehen wir dann UI-Document oder sagen hier UI-Document und können dann noch zusätzlich den Economy Hard UI Controller reinziehen. Den haben wir hier unter UI Controller. Wenn wir das Ganze haben, dann sehen wir jetzt schon das UI, weil wir das schon gebaut haben an der Stelle. Müssen wir aber noch ein paar Sachen beachten, bevor wir direkt loslegen können. Das erste ist, wir brauchen Panel Settings. Ich habe hier in dem Ordner einfach Default Settings erstellt und hier gibt es gewisse Sachen, die wir benötigen. Also einmal brauchen wir einen Default Style. Den habe ich auch erstellt. Das ist einfach ein leerer Style, da ist nichts drin definiert. Das könnt ihr einfach sowas mit rechter Maustaste, Create und dann unter UI Toolkit habt ihr dann die Möglichkeit, hier Styles etc. festzulegen. Ist jetzt ein bisschen unten abgeschnitten, aber ich glaube, ihr seht die wichtigsten Sachen noch. Und dementsprechend haben wir dann in den Default Settings das festgelegt. Und hier gibt es noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, nur ganz kurz. Wichtig ist der Render Mode, also World Space. Das heißt, wenn ihr den UI in der Welt positionieren wollt, ist genau das gleiche wie beim UI vorher vom Prinzip her. Und Screen Space Overlay ist sozusagen direkt an der Kamerascheibe vorne dran geklebt. Das nächste ist dann Target-Textur, also wenn ihr das Ganze auf eine Textur rendern wollt, also wenn ihr zum Beispiel einen Bildschirm habt und ihr wollt es auf die Textur rendern, dann könnt ihr das damit machen. Und die Constant Pixel Size, Constant Physical Size und Scale with Screen Size ist noch die Methode, wie das Ganze gerendert wird, wie sich das verhalten soll. Ich empfehle immer Constant Physical Size zu nutzen, weil das dazu führt, im Normalfall, wenn ihr das einmal definiert oder auf einem Gerät die passende Größe habt, dass ihr die ähnliche Größe, ich sage nicht gleiche Größe, aber die ähnliche Größe auf allen anderen Geräten auch habt. Wenn wir also die Theme-Datei angelegt haben, die Default-Settings-Datei angelegt haben, dann können wir mit rechter Maustaste, also beziehungsweise das UI-Dokument habt ihr ja schon und ihr habt auch die CSS-Datei, aber auch wenn ihr neue anlegt, könnt ihr die dann per Rechtsklick anlegen und die dann hier reinziehen. Also wir haben hier den Economy HUD drin, das ist das eigentliche UI-Dokument, diese UXML-Datei und die Default-Settings. So, und jetzt klicken wir einfach mal doppelt auf den Economy Hub. Was wir haben, ist auf der linken Seite sehen wir einmal unsere CSS-Dateien, die drin sind, oder USS-Dateien, die drin sind. Und hier sehen wir die verschiedenen Klassen, die definiert worden sind. Und darunter sehen wir unsere Hierarchie mit den verschiedenen Elementen, die hier definiert worden sind. Wenn ihr schon mal mit HTML-Editoren oder sowas gebaut habt, dann habt ihr sowas garantiert schon mal in der Art gesehen. Was wir hier noch haben, sind hier drunten ein paar Standardelemente, also Visual Element ist zum Beispiel immer ein Container. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr UI aufbaut, baut alles in Containern und baut es in dem Container auf, was ihr haben wollt. Dann könnt ihr den Container zum Beispiel für Hintergrundfarben benutzen. Wenn ihr das Padding ein bisschen reinschieben wollt, das ein bisschen Abstand am Rand macht das alles viel einfacher. Was wir auch noch haben, ist Project. Hier könnt ihr dann später eigene Assets, also eigene Elemente benutzen und könnt die dann speichern, eigene UXML-Elemente, und könnt dann dementsprechend die als Templates benutzen und immer wieder verwenden, immer wieder laden. Die könnt ihr dann auch direkt als Templates reinladen. Das ist ähnlich wie Prefabs in Unity. Das heißt, ihr baut euch irgendwo ein Template, das verändert ihr dann, wie ihr das haben möchtet und zieht das dann hier rein. Und per Script könnt ihr theoretisch dann darauf zugreifen und dann zum Beispiel, wenn es ein Button ist, den Text des Buttons ändern. Okay, aber jetzt kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Projekt zurück. Das erste, was wir hier sehen, ist zum Beispiel das Label oben. Das war ja fix, das haben wir nicht verändert. Die ersten Sachen, die wir aber verändern, ist zum Beispiel unser Gold Value Label. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als wir die Elemente im Skript geladen haben. Ich zeige es euch besser noch einfach mal kurz. Sagen wir hier, es gibt ein Gold Value Label. Wichtig, hier steht nur der Name gerade, es steht nicht diese Raute davor. Es ist vom Root Visual Element, fragen wir das ab und das ist ein Label. Und jetzt schauen wir uns das nochmal in Unity an. Und wir sehen jetzt, dass hier steht eine Raute davor, hier oben aber nicht. Das hier oben, das ist der Name, der dann auch hier stehen wird. Und das Raute steht bei CSS bzw. USS. Entweder ist es der Punkt für die Klasse oder die Raute für die ID. Eine ID, also wenn eine Raute davor ist immer eindeutig. Es darf nur ein einziges Mal ein Element geben, das genauso heißt mit diesem Namen. Ansonsten würde dieses ganze Konstrukt dahinter auch nicht funktionieren. Also eine ID immer eindeutig. Eine Klasse kann mehrfach vergeben sein. Okay, da wir jetzt hier ein Label haben, also ein Textlabel, das ist ja aus dem Standard einfach ein Label. Und der hat die jeweilige ID. Das funktioniert natürlich bei den anderen auch. Die haben auch ihre ID.
Dadurch könnten wir das Ganze aufbauen und können das dementsprechend dann im Skript zuweisen. Ihr seht auch, wir mussten im Code nicht angeben, in welcher Struktur das ist, also Visual Element, dann nochmal Visual Element, nochmal und da, weil wir eben direkt eine ID haben und die aus dem Root-Element direkt geladen werden kann. Wenn dieses dann aufgebaut ist, ist wichtig, dass ihr auf ein paar Kleinigkeiten achtet. Also wir nehmen jetzt irgendein Label vom Prinzip her. Natürlich das ganze Design, das könnt ihr bauen, wie ihr möchtet. Das ist euch überlassen. Das hier habe ich im Übrigen mit AI gebaut. Den Prompt dazu findet ihr in den Kommentaren. Und das war ein One-Shot. Also es hat funktioniert. Ein Fehler hat er gemacht und das war hier die Font. Da hat er eine andere Font genommen. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, er musste nochmal die Font zu einer tatsächlich verfügbaren Font anpassen, die wir auch wirklich hier haben. Das ist in dem Fall die Legacy Runtime. Fonts importieren kann man einfach machen. Also ihr könnt fast eine beliebige Font nehmen und könnt die dann einfach über Window und dann bei Text Font Asset Creator. Das ist die bessere Variante. Wir jetzt gerade benutzen nur eine normale Font, also die Standardfont, die dabei ist bei Unity. Hier könnt ihr aber theoretisch eine beliebige Font laden, außer die Standardfont, und könnt da dann ein Asset daraus machen, also ein Font-Asset. Das hat den Vorteil, dass es schneller gerendert wird, besser skaliert wird, kleinere Speichergrößen hat und so weiter. Also es hat nur Vorteile. Nehmt bitte ein Font-Asset hier und dann könnt ihr das auch hier auswählen. Wir haben jetzt aber für unseren Fall hier die Font. Die ist überall ausgewählt, also wenn die Font ausgewählt ist. Hier auf der rechten Seite seht ihr den Inspektor, also wenn ihr ein Element anklickt, habt ihr hier die ganzen Einstellungen. Wie gesagt, wenn euch HTML, CSS bekannt vorkommt, dann könnt ihr halt mit auch ganz gut umgehen. Wenn ihr dazu ein Tutorial haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann können wir mal explizit dazu ein Tutorial machen. Ich glaube aber, wenn ihr euch so ein 1 Stunden HTML, CSS Lernvideo anguckt, dann könnt ihr 80% davon eigentlich schon verstehen, nachvollziehen und euch dann mit diesem Wissen zumindest so weit vorarbeiten, dass ihr damit gut arbeiten könnt. Okay, wir sehen also jetzt, wir haben hier den UI-Builder, der ist fertig. Hier oben sind unsere Klassen eingetragen und können jetzt in die Game-Szene gehen. Das UI wird hier geladen. Wir haben ja im Skript direkt gesagt, dass er direkt on Enable das UI zeigen soll. Also das UI wird jetzt hier aber nicht deswegen gezeigt, sondern hier wird es grundsätzlich gezeigt, weil es aktiv ist. Also egal, ob ihr das UI aktiviert oder deaktiviert habt, per Skript oder per Default deaktiviert oder aktiviert, es wird erstmal hier angezeigt, weil der Controller ja noch nicht geladen wird, weil wir nicht im Play-Mode sind. Wir gehen aber jetzt in den Play-Mode und löschen das einmal hier raus. Und jetzt sagen wir einmal hier Complete Order. Und wir sehen jetzt schon, wir hatten zum Beispiel noch einen kleinen Bug. Er hat initial nicht die Values geladen. Darum kümmern wir uns gleich noch. Wir können jetzt also sagen Complete Order und ihr seht, er zieht die Daten hoch. Und wir können sagen Run Promotion, verkaufen das jetzt alles oder einmal Reset. Und wenn wir hier auf PMPress gehen, jetzt brauchen wir nicht mal aktualisieren, sondern er hat es schon direkt aktualisiert. Complete Order, wir aktualisieren einmal und sehen sofort die Werte. Also ihr seht sofort, das wird direkt gespeichert. Der große Vorteil, also viele sagen jetzt, hey, warum soll ich das machen? Ich kann doch einfach ein Skript schreiben, der sagt, mein Value, weil ich zum Beispiel im Data Manager alle Daten hinterlege, mein Value ist gleich, also mein Text ist gleich der Value und packt das einfach in Update. Das Problem ist dann, dass ihr Werte einfach jeden Frame aktualisiert. Das mag, wenn ihr nur einen Goldwert habt, eine Kleinigkeit sein. Aber je nachdem, wie komplex ihr Text rendert, also wenn ihr zum Beispiel oder allgemein ein komplexeres UI rendert und vielleicht das Feld, in dem das UI ist, also in dem der Text ist, vielleicht auch noch die Größe dynamisch anpasst und das Feld außenrum auch wieder die Größe dynamisch anpasst, dann erfolgen daraus sehr viele UI-Render-Calls. Und das kann tatsächlich dazu führen, auch wenn es erstmal vom Aufwand her sehr viel geringer wirkt, wie eine 3D-Szene zum Beispiel, kann es tatsächlich dazu führen, dass ihr Lags bekommt, weil euer UI ständig also Frame für Frame wieder neu berechnet, wie groß die verschiedenen Elemente sein müssen. Je nachdem, wie verschachtelt das ist, kann das wirklich sehr viel Performance ziehen. Das kann ich euch aus einem Live-Projekt sagen. Das hat schon mal ein Projekt von einem Kunden, das war aber ein Business-Projekt, ziemlich krass gekillt an der Stelle, weil die Entwickler, die das gemacht haben, eben nicht wussten, wie sie mit UI umgehen sollen und haben dann eben sehr viel ineinander verschachtelt. Das führte dann, dass wir an ein Textelement hatten wir 8, also insgesamt waren 8 Ebenen, von denen, in denen es verschachtelt war, mit einem Auto-Resize und dadurch hat das zu Problemen geführt. Deswegen macht man das nicht in Updates, sondern immer nur, wenn ein Event gecallt wird. Ich weiß, ich schweiche manchmal ein bisschen ab und schmeiße immer zwischendrin so Infos rein, aber ich glaube, dass die Infos relativ wichtig für euch sind. Und da das nämlich Infos sind, die mir mal viel Zeit gekostet haben, potenziell Probleme zu finden oder irgendwas rauszufinden. Und ich denke, das ist das, wo ich euch am meisten Mehrwert mitgeben kann. Dementsprechend hoffe ich, dass sie halbwegs gut ankommen, diese Informationen, und sie nicht zu sehr nerven, auch wenn ich dann wie jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen abschweife.
Okay, jetzt gehen wir nochmal in das Projekt rein und fixen noch das letzte. Wir haben jetzt gerade gesagt, okay, beim Start wollen wir auch die Werte laden. Was wir aber nicht haben, ist in unserem Economy Manager, der ja initial das auch lädt, also der sagt on Load Gold, passiert Folgendes nicht. Wir führen hier kein on Change Gold aus. Und dazu können wir jetzt hier unten einfach sagen, ein app.events.notify, ups, hat das schon recht erkannt, on Change Gold, weil wir laden ja Geld und changen danach erst. Und das Problem in Anführungsstrichen ist jetzt, dass wir bei unserem Hub, also bei unserem UI-Controller, sagen wir nur, wenn sich Gold changed, dass wir etwas verändern, also dass wir etwas tun. Das heißt, beim initialen Laden wird Gold Change nie ausgeführt. Das heißt, wir machen das jetzt einmal für beide hier rein. Und wenn wir jetzt das Ganze starten, schauen wir einmal kurz in die PM-Prefs. Ja, wir haben jetzt eigentlich 50 Gold und 2 Reputation. Drücken einmal auf Play und sehen jetzt auch 50 Gold, 2 Reputation in dem Moment, wo er geladen hat. Und können jetzt hier ganz normal weiterarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt ein voll funktionsfähiges UI, womit wir im Endeffekt auch schon ein Clicker-Game zum Beispiel bauen können, etc. Wir können jetzt also Gold hinzufügen, Gold entfernen, Reputation hinzufügen, entfernen. Wir können das Ganze resetten. Und das wird dynamisch auf dem System eben gespeichert. Und egal, ob ihr jetzt mit PM-Prefs oder auch mit Player-Prefs arbeitet, habt ihr das Ganze systemübergreifend. Das funktioniert out of the box, egal ob ihr das Ganze jetzt für eine Konsole baut, ob ihr das Ganze für iOS baut, ob ihr das Ganze als Web-App baut, spielt überhaupt keine Rolle. Es funktioniert out of the box und ihr habt eine voll funktionsfähige Speichermethode für diese Anwendung allgemein. So, und genau ab diesem Punkt wird AI jetzt richtig interessant. Wenn ihr diese Struktur habt und einmal festgelegt habt, auch hier so ein paar Beispiel-UI-Elemente habt, schraubt jetzt so lange darum rum, bis euch das UI gefällt, bis die Funktionalität des UIs, was ihr an der Stelle umsetzen wollt, auch das umsetzt, was ihr wollt, dass ihr einmal ein funktionierendes Prinzip habt von einem Manager, einem UI-Controller und wie das UI aussehen soll. Dann könnt ihr euch auch anhand des UIs, wenn ihr selber ein bisschen mit rumgespielt habt oder wenn ihr mit AI gemeinsam das Design etwas angepasst habt, könnt ihr dann sagen, hey, mach mir daraus doch bitte mal ein CI. Dass er einfach sagt, hey, ich möchte ein Corporate Identity haben anhand dieser verschiedenen Farben, die wir hier benutzt haben. Definiere mir Primary-Farben, Akzentfarben, Secondary-Farben, alles Mögliche. Rundungen für Borders, Größe für Buttons, Padding-Abstände und so weiter. Das kann die AI eigentlich relativ gut. Vor allem, weil ihr dann schon vordefinierte Werte habt. Und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr das nochmal einbauen in euer Claude-MD-Datei oder in eine allgemein Agent-MD-Datei und könnt dann sagen, hey, beim Laden, lad bitte diese Datei, damit du weißt, was Sache ist, lad die Guidelines und dann bau mir bitte ein UI für folgende Funktionalität. Am besten ist immer, ihr fangt mit dem Manager zuerst an. Also ihr baut einen Manager, der das tut, was ihr wollt, erweitert dann den Data Manager bzw. die Struktur außenrum für die Funktionalität, die ihr haben wollt. Und wenn dann das Management fertig ist, das ist auch meistens immer das, was schneller mit AI etwas besser geht, könnt ihr dann euch rein dem UI widmen, weil der Manager und alle Funktionalitäten dann bestehen ja schon. Und da ihr das UI einfach mit Events anpassen könnt, habt ihr ja gesehen, haben wir jetzt live gemacht, ein paar Sachen mit Events angepasst. Das geht innerhalb von Sekunden. Das könnt ihr auch per Hand ratzfatz selber machen, weil es sind 1-2 Zeilen Code, die ihr dann verändern müsst. Theoretisch 3 Zeilen, wenn man den Enum-Key mitzählt. Und dann habt ihr direkt ein Event, das ihr an der Stelle abfragt. Bis hierhin habt ihr jetzt erstmal einen kompletten Weg, wie ihr eine Struktur aufbauen sollt und wie ihr das Ganze Step by Step so definieren könnt, dass jeder AI-Agent damit umgehen kann. Und mit jeder meine ich natürlich nicht die kleinsten Modelle, sondern ihr braucht schon ein gewisses Mindestmaß an Modelle, also zum Beispiel das neue Qwen 3.59b, das kann sehr gut damit umgehen. Sogar S4b mit Thinking kann das, wenn ihr kleine Steps macht, also immer so Baby-Steps macht, kann das ganz gut damit umgehen. Merkt euch einfach Folgendes. Gebt relativ genau vor, was ihr haben wollt. Schreibt Akzeptanzkriterien dazu und schaut immer, dass ihr ein Template oder ein Beispiel mit reingebt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir brauchen jetzt nicht Economy Debug hat, sondern wir brauchen jetzt den normalen Economy Hub, dann kannst du sagen, hey, wir brauchen den normalen Economy Hub, orientiere dich an dem Debug Hub und wir möchten aber noch folgende Werte dazu packen oder noch folgende Funktionalitäten hinzupacken und macht das Ganze bitte responsive über die gesamte Seite. Und wenn ihr das dann so klein macht, am besten noch in einzelne Schritte, also ich habe jetzt gerade 3 Steps sozusagen genannt, aber am besten in einzelne Schritte und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Und zur Not habt ihr jetzt eine so einfache Struktur und habt dazu ein paar Tutorial-Videos, wo ihr jederzeit wieder reingucken könnt, damit ihr es selbst fixen könnt.
Wenn ihr weitere Fragen und Wünsche dazu habt, dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare oder ihr habt auch unten unseren Discord verlinkt, da könnt ihr auch gerne jederzeit reinkommen. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und konntet was lernen. Die nächsten Videos werden jetzt sehr stark featurebasiert sein. Das heißt, wir bauen hier nicht gemeinsam eine ganze Anwendung mit einem großen Endziel, sondern wir bauen jetzt featureweise Dinge in diese Anwendung ein, wo ich euch einfach ganz gezielt zeigen kann aus meiner Erfahrung, wie man sowas am besten umsetzt. Und natürlich machen wir das alles immer so, dass es für euch und für euren AI-Agent einfach gut zu handeln ist. Wenn ihr spezielle Feature-Wünsche habt, wenn ihr spezielle Fragen habt, auch einfach in die Kommentare oder bei uns auf dem Discord vorbeischauen und einfach fragen, dann können wir das Ganze auch in Videoform umsetzen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.